Wir sind Sonja und Raj und reisen mit unserer Tochter um die Welt. Über 22.000 Kilometer auf der arabischen Halbinsel liegen hinter uns. Unzählige Grenzen haben wir überquert. Statt nur Formalitäten gab es oft eine Tasse Tee. Bis auf eine Grenze. Die hat uns wirklich herausgefordert. Endlose Pisten, beeindruckende Wüstenlandschaften, Momente, die uns staunen ließen, offene Herzen, eine außergewöhnliche Gastfreundschaft, aber auch ein Moment, der uns den Atem stocken ließ. Und jetzt? Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Monatelang war das unser Zuhause. Und jetzt lassen wir ihn erstmal hier stehen. Kommt mit uns auf unser nächstes Abenteuer, wie wir mit unserer Tochter die Welt erkunden. Die letzten Tage hier auf Mauritius haben wir viel Zeit mit unserer Familie verbracht. Aber jetzt wird es Zeit, ein bisschen aktiver zu werden. Wie versprochen, nehmen wir euch mit zu den Tamarin-Wasserfällen hier im tropischen Tal im Südwesten von Mauritius. Der Weg ist echt rutschig. Da muss man sich erstmal an einem Ast festhalten. Wir sind jetzt hier im Süden von Mauritius bei Tamarin und wandern entlang der 7 Wasserfälle, die 7 Cascades von Tamarin. Wow, schaut euch das an. Schon beim ersten Viewpoint sieht man die ganzen Stufen. Ich glaube, das wird eine richtig coole Wanderung. Jetzt geht's erstmal hinunter durch den dichten Wald. Alles ist grün, feucht und auch weiterhin ein bisschen rutschig. Und dann der Blick auf den ersten Wasserfall. Schon beeindruckend. Wenn ihr die 7 Cascades erwandern wollt, dann plant so in etwa 2 bis 3 Stunden ein, je nachdem wie fit ihr eben seid. Zieht unbedingt gute Schuhe an, denn die Wege sind wirklich rutschig und nach starkem Regen kann es hier noch anspruchsvoller werden. Startpunkt ist übrigens das Dorf Henrietta. Schaut euch das an. Genau dafür sind wir hier runtergekommen. Okay, genug gestaunt, also weiter geht's. Wieder rein in den Dschungel. Hier geht's über Wurzeln und unter Ästen durch. Man muss schon genau schauen, wohin man tritt. Wir kraxeln weiter nach unten und der Spot sieht echt einladend aus. Aber wir genießen lieber erstmal die Aussicht. Jetzt geht's nochmal über rutschige Wurzeln durch den dichten tropischen Wald. Und dort vorne, dort soll es zum höchsten Wasserfall gehen. Wow, hier stürzen die Wassermassen ganze 45 Meter in die Tiefe. Absolut gigantisch. Und damit geht unsere Wanderung hier durch den tropischen Wald zu Ende. Was für ein Tag! So viel Grün, so viel Natur. Mauritius zeigt sich hier wirklich von seiner wilden Seite. Schaut mal auf das Schild. Hier auf der Insel leben auf so kleinem Raum echt viele unterschiedliche Kulturen zusammen. Und das sieht man überall. Die Shiva-Statue, die ihr hier seht, sie zeigt Shiva mit seinem Dreizack. Der Dreizack, der steht für Kraft, Schutz und die Balance zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir sind hier also in Grand Bassin, einem der heiligsten Orte der Insel. Wir laufen jetzt einfach mal um den See herum. Überall stehen hier Statuen von verschiedenen Göttern. Hier zum Beispiel Vishnu und Lakshmi. Vishnu steht sozusagen für den Erhalt der Welt und Lakshmi für Glück und Wohlstand.
Und hier ist Hanuman, der Affengott. Er steht für Stärke und Mut und ist ein wichtiger Begleiter von Shiva. Heute ist es sehr ruhig hier, aber einmal im Jahr wird es hier richtig voll bei Mahashivaratri. Das ist das größte hinduistische Fest auf Mauritius. Dann pilgern hier tausende Menschen zum Grand Bassin, viele sogar zu Fuß. So langsam knurrt unser Magen und so halten wir hier an einem kleinen lokalen Straßenimbiss. Nichts Schickes, aber genau das lieben wir. Hier gibt es Bullet, das sind so kleine Teigtaschen. Es gibt weiße und gelbe, gefüllt mit Gemüse oder auch mit Huhn. Ursprünglich kommen die Bullet aus der chinesischen Küche, aber heute sind sie ein ganz typisches Streetfood hier auf der Insel. Für unsere Unternehmungen hier im Süden haben wir uns in La Golette eine kleine Unterkunft gemietet. Ganz unkompliziert, aber wirklich perfekt gelegen für alles, was wir hier so vorhaben. Von La Golette sind es nur etwa 15 Minuten bis zum Startpunkt unserer heutigen Wanderung. Hier geht's jetzt rein. Wir beginnen jetzt unsere Wanderung zum Le Monde. Hier am Eingang müssen wir uns übrigens in ein Buch eintragen und nach der Tour wieder austragen, einfach zur Sicherheit. Er ist 556 Meter hoch. Sieht erstmal machbar aus, aber wir haben gehört, es wird oben ziemlich steil. Der Trail, der ist morgens schon ab 7 geöffnet. Wir sind jetzt hier um 9 gestartet, nicht ganz so früh, aber noch okay. Später würde ich hier allerdings nicht loslaufen, denn die Sonne knallt echt ordentlich. Ist etwas kräftezehrend hier bei diesem schwülheißen Sommerwetter, aber wir werden es hoffentlich bis ganz oben schaffen. Übrigens war der Le Mont Brabant früher Zufluchtsort für die Sklaven, die sich da oben versteckt haben. Und als 1835 die Sklaverei abgeschafft wurde und die Soldaten hochgegangen sind, um den Sklaven mitzuteilen, dass die Sklaverei nicht mehr gibt, haben sich aus Angst viele von ihnen hier oben heruntergestürzt. Am Anfang ist der Weg noch relativ angenehm. Okay, ab hier ist Schluss mit entspanntem Wandern. Der Weg wird deutlich steiler, teilweise richtig felsig. Man sollte also trittsicher sein und schwindelfrei. Jetzt wird's richtig steil und felsig. Man muss echt aufpassen, aber es macht total Spaß. Man muss hier die Füße gut setzen, aber unsere Tochter scheint genau zu wissen, wo es lang geht. Sie macht das wirklich problemlos, besser als wir. So, bis hoch am Gipfelkreuz. Geschafft. Jetzt geht's bergab. Wir haben echt müde Beine. Ziemlich steile Passagen gibt es mit sehr felsigen Abschnitten. Es ist wirklich herausfordernd, aber jede Anstrengung wert.
Parkplatz sind es jetzt nur ein paar Minuten bis zum Le Mans Beach, direkt unterhalb des Berges. Und da ist sie, unsere wohlverdiente Belohnung. Wir sind jetzt in La Golette am Hafen und nehmen gleich das Boot nach Île Bénitier. Von hier aus sind es nur ein paar Minuten rüber. Die Insel liegt ja direkt vor der Küste. Man sieht sie hier gegenüber ja schon. Hier am Hafen von La Golette kann man sich mit einem Boot, das fungiert praktisch als Taxi-Shuttle, lässt man sich übersetzen auf die Île Bénitier und wird dann nach Wunsch irgendwann am Nachmittag wieder abgeholt. Unser Skipper macht noch einen Stopp hier am Crystal Rock. Eigentlich ist es nur eine Korallenformation, aber durch das flache, türkisfarbene Wasser wirkt er fast wie so ein kleines Naturwunder. Und daher gehört der Felsen auch zu einem der bekanntesten Fotomotive hier auf Mauritius. Und da sind wir, auf der Île Bénitier. Die Insel ist ein kleines Naturreservat. Hier gibt es weder Hotels noch feste Restaurants. Stattdessen entsteht hier jeden Morgen so eine kleine improvisierte Strandwelt. Hier wird gerade ein kleiner Stand aufgebaut. Pina Colada, Mojito, frische Kokosnüsse. Hier auf der Insel gibt es mehrere Stände, sowohl für Souvenirs wie kleine Muscheln, Ketten, Schmuck, Pareos, aber es wird auch gekocht bzw. gegrillt. Wir haben jetzt ein Barbecue. Mal sehen, was uns erwartet. Es ist uns Lobster versprochen worden. Und da ist der Dodo, der berühmteste Vogel von Mauritius, allerdings schon seit über 300 Jahren ausgestorben. Das Essen lässt noch ein bisschen auf sich warten. Jetzt gibt's erstmal ein kaltes Phoenix. Und da kommt unsere Platte mit dem gegrillten Lobster, gebratene Nudeln und Knoblauchbrot dazu. Um hier die Île Bénitier zu genießen, könnt ihr entweder ein Speedboot nehmen von Flick und Flack. Das kann man online buchen. Dann ist es ein Boot, was einen samt Skipper und Crew auf die Insel bringt. Und die Crew kocht dann auch für euch, beziehungsweise grillt hier für euch. Oder aber, so wie wir das jetzt gemacht haben, ihr fahrt in den Süden mit eurem Mietwagen und geht zum Hafen von La Golette. Und da gibt es schon für 3000 Rupees ein Taxi, also ein Bootstaxi, das euch hier auf die Insel bringt und individuell nach euren Wünschen euch auch wieder abholt zu der Uhrzeit, wo ihr eben gerade wollt. Wenn ihr euch also für die Variante entscheidet, von La Golette ein Taxiboot zu nehmen, dann spielt auch die Anzahl der Personen keine Rolle. Dann zahlt ihr also diese 3000 Rupees pro Boot und nicht für Anzahl der Personen. Schaut mal, ein Surfbrett als Tisch. Und in diesen Plastikschüsseln hier werden Seeigel und Austern angeboten. Da probieren wir doch gleich mal.
Dazu gibt's einen Spritzer Limette mit Chili. Lecker. Und so sieht dann die Insel am Nachmittag aus, wenn die meisten Leute von ihren Booten schon wieder abgeholt wurden. Dann hat man Île aux Pierretiers sozusagen fast für sich alleine. Jetzt geht's auch für uns zurück. Wir sind fast schon die Letzten hier am Strand. Langsam heißt es auch hier wieder zusammenpacken. So, der Rucksack ist fertig. Wir machen uns auf den Weg. Doch bevor es zurück zur Familie in den Norden geht, erkunden wir noch ein bisschen den Süden der Insel. Die Straße führt hier entlang der wilden Südküste. Von La Golette sind es nur etwa 15 Minuten zu unserem nächsten Ziel. Wir wollen nämlich zum Makonde Viewpoint. Das Wetter ist heute allerdings ziemlich trüb und grau. Früher musste man hier noch über die Felsen hochklettern. Heute führen diese Stufen zum Aussichtspunkt. Die Straße windet sich hier einmal komplett um den Felsen und von hier oben hat man einen richtig tollen Blick über die Südküste. Genau deshalb ist der Makonde Viewpoint so ein beliebter Fotospot. Wir folgen der Küstenstraße Richtung Souillac, aber kurz vorher kommen wir an diesem riesigen Banyan Tree vorbei. Schaut euch diese gigantischen Luftwurzeln an. Sobald sie den Boden berühren, werden sie zu neuen Stämmen. Im Banyan Tree steckt eine Art göttliche Kraft. Die Wurzeln halten ihn fest, der Stamm trägt alles, die Äste spenden Schatten und die Blätter geben Leben. Deshalb gilt der Baum hier als heilig. Wir folgen der einzigen Küstenstraße weiter Richtung Souillac und legen erneut einen Stopp ein, hier bei La Roche-qui-Pleure. Zuerst laufen wir durch den Filao-Wald, dann führt der Weg weiter direkt ans Meer. Es geht über so einige Felsen. Schwimmen kann man hier nicht, kein Riff, das Wasser ist zu wild. Schaut mal, wie die Wellen hier krachen. Wir sind hier ganz im Süden bei La Roche-qui-Pleure, was übersetzt so viel heißt wie der weinende Fels, weil wenn sich die Wellen hier an den Klippen brechen, dann sieht es aus, als würde der Fels weinen. Schaut euch das an. Total beeindruckend, oder? Es gibt halt kein schützendes Riff hier, eine richtig raue Küste. Da merkt man, wie kraftvoll das Meer hier im Süden ist. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Eigentlich geht es jetzt zurück zur Familie in den Norden, aber vorher wollen wir noch nach Port Louis. Von der rauen Südküste fahren wir jetzt einmal quer über die Insel. Mauritius ist gar nicht so groß, aber landschaftlich verändert sich hier ständig alles.
Nach ungefähr einer Stunde erreichen wir Port Louis. Wir fahren direkt zum Codon Waterfront, denn hier gibt es ein großes Parkhaus und von dort kommt man super in die Stadt. Und schaut mal, sogar ein riesiger Weihnachtsbaum steht hier mitten im Hafenviertel. Das Codon ist so etwas wie das moderne Zentrum am Wasser mit vielen Shops, Restaurants und Blick auf den Hafen. Wir laufen hier einmal quer übers Gelände, aber unser eigentliches Ziel ist der Central Market. Wir kommen hier am Blue Penny Museum vorbei. Früher war hier tatsächlich das alte Postamt von Port Louis. Heute ist es ein Museum, in dem die berühmteste Briefmarke der Welt ausgestellt wird. Nur ein paar Schritte weiter sind wir beim Eingangstor zum Central Market. Hier ist es total wuselig. Es gibt unzählige kleine Stände, total lebendig. Das ist Aluda. Das ist ein typisches mauritisches Getränk. Im Aluda schwimmen diese kleinen Basilikumsamen, hier Tuk Maria genannt. Die werden eingeweicht, bis sie richtig aufquellen. Und oft gibt es noch eine Kugel Vanilleeis dazu. Wir laufen jetzt mal weiter durch den Obst- und Gemüsebereich. Hier gibt es diese weißen Gurken. Die mögen wir total gerne. Ganz anders als die grünen Gurken haben diese hier mit der cremeweißen Schale nämlich nicht so einen bitteren Geschmack. Schaut euch mal dieses schrumpelige grüne Teil hier an. Das ist Karela. Auf Deutsch nennt man es auch Bittergurke. Hier auf Mauritius isst man es scharf angebraten mit Zwiebeln, Knoblauch und ordentlich Chili dazu. Und hier überall die tropischen Früchte, Mangos, Ananas, Litschis. Wir haben gerade 1 Kilo Litschi gekauft. Die Markthalle hier stammt übrigens noch aus dem 19. Jahrhundert. Und hier im zweiten Teil des Marktes gibt es hauptsächlich Textilien und Souvenirs. Und hier bekommt man alles, was man für ein hinduistisches Gebet oder eine Zeremonie braucht. Wir sind inzwischen zurück bei der Familie im Norden. Hier blühen gerade überall in kräftigem Rot die Flamboyant-Bäume. Wir nehmen euch mit nach Cap Malheureux. Hier machen wir einen Stopp bei einem tamilischen Tempel. Vorne steht die goldene Statue von Lord Murugan mit seinem Speer und dahinter sieht man den bunten Tempel. Richtig eindrucksvoll. Nur etwa 1 Kilometer weiter stoppen wir bei der Roten Kirche von Cap Malheureux. Das ist die Kirche von Cap Malheureux. Sie ist so bekannt wegen ihrem roten Dach und dem direkten Blick aufs Meer. Die Insel, die ihr hier vorne seht, ist das Coin de Mire. Hier leben viele einheimische Vögel und daher darf die Insel nicht betreten werden. Leider ist das Wetter heute nicht so schön. Es ist trüb und nieselt ein bisschen. Mit den Cousins machen wir heute einen Ausflug an die Ostküste. Es geht rüber zur Île-aux-Cerfs. Die Tour haben wir im Norden bei Troubisch gebucht. Da wird man mit dem Minivan abgeholt und zum Hafen gebracht. Und von hier geht's jetzt mit dem Motorboot auf die Insel. Hier sind noch so einige Speedboote. Die bringen morgens alle ihre Leute rüber. Denn Übernachtungsmöglichkeit gibt's ja hier keine. Da vorne suchen wir uns jetzt erstmal ein schönes Plätzchen am Meer.
Nein, es geht noch nicht zurück. Vielmehr werden wir zum Mittagessen abgeholt. Wir fahren ein Stück weiter zu einem anderen Teil der Insel. Hier haben die Anbieter ihre eigenen Grillplätze im Schatten unter den Bäumen und es wird frisch für die Gruppen gekocht. Bevor es endgültig zurückgeht, machen wir noch einen kurzen Stopp an diesem Wasserfall hier. Die Zeit bei unserer Familie hier auf Mauritius ist leider zu Ende. Am Flughafen heißt es Abschied nehmen, gar nicht so leicht. Ich genieße den letzten Fahrradtour meiner Tante. Unsere Reise geht weiter. Back on the road. Neue Abenteuer warten schon. Und eines ist sicher, es wird wieder richtig spannend. Wohin genau? Das verraten wir euch im nächsten Video. Seid gespannt!